So, dann sag ich mal Hallo und willkommen zurück zu Agatha Christie's The ABC Japp has Murders. decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Ein schlechtes Gefühl. Wir sind zurück in London und haben den zweiten Fall. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Anscheinend wird uns die Nummer zu groß, ja. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. Erläutern, dass heute der 30. ist. Hastings, today is the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Genau, wir rufen sofort an. Scotland Yard. Ab zum Telefon. Wo ist es? Da ist es, das Telefon. Hello, Japp. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Churston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Okay, also machen wir uns auf die Socken dahin. Auf geht's. Neues Ziel. Vorbereiten für die Reise. Ach Gottes Willen. Koffer packen. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Was? Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Zugegeben, dass es ein Notfall ist. Hervorheben, dass Ordnung wesentlich ist. Hallo? Notfall. You're right, Hastings. It is an emergency. At last, Poirot, you're being reasonable. Springen wir mal über unseren Schatten. Poirot, you were right. Recht? Womit? I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. Nach dem But Mord. why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Gut, vergleichen wir den Brief nochmal mit den... Da vorne ist er. Vergleichen wir den Brief nochmal mit den anderen beiden. Miss Hastings tore the envelope. Jetzt hat er den Umschlag zerrissen. Nochmal hier an seinem Schreibtisch. So. Right, let us compare this new letter with the second one. Okay. Let us examine this more closely. Sehen wir uns das näher an. Das I natürlich. Da ist es. Certain characters in the two letters may have similar defects. Die haben wir doch schon gesehen. Yes, this I is weird. Das ist seltsam, ja. So. Right, let us compare this with the other letter. Aber das Spiel kennen wir doch schon. So, bitteschön. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Das W natürlich, da ist es. The W is not printed properly. Genau. Right, let us compare this with the other letter. Und das ist hier genauso. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. I have Richtig. to find some other similar defects to confirm my theory. Das A natürlich. Da oben ist es. Das A. Yes,
The A appears to be quite unusual. Und das letzte A. Das andere A natürlich auch. Let us compare this with the other letter. Genau. Da. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Genau, das haben wir aber vorher schon gewusst. Es Let macht. us now try and get our brain cells to work. Und wieder die grauen Zellen. Die bringen uns, glaube ich, noch irgendwann um. Warum kommt die Benachrichtigung des Mörders zu spät? So spät. Laut Zeitung befindet sich der Mörder immer noch auf freiem Fuß. Der C-Brief wurde am richtigen Datum versandt. Es gibt ein White House Whisky, was? Teile des Umschlags mit der des Umschlags mit einer falschen Adresse. Warum wurde es so spät? Die Zeitung und das sind aber nicht das. Warum? Also ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Detektiv. Also wirklich wahr. Ich bin sowas von mies. Der Zielbrief wurde am richtigen Datum versandt. Deswegen. Laut der Zeitung befindet sich der Mörder immer noch auf freiem Fuß. Es gibt Teil des Umschlags mit einer falschen Adresse. Der Brief wurde wegen einer fehlerhaften Adresse zu spät zugestellt. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Tja, so ist es. Poirot, the telephone. It must be Jap. Das muss Jap sein. Okay. Bewegen wir uns mal zum Telefon. Da ist es. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Churchton. Den Tatort untersuchen. Okay. Ein Halsspezialist. Und die anderen beiden hatten Husten und mit der Stimme Probleme. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we had been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Er kommt später nach und wir werden uns das mal unter die Lupe nehmen. So, was haben wir denn da? Das ABC-Buch wieder mal und da sind wir bei C. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Mit Blut durchnässt, ja. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Mhm. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Mhm. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Das kann also die Klamotten sehen, die sind super.
Also ein bester Detektiv gibt's gar nicht. Was haben wir hier? Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Was haben wir da? Was ist das? Ein Schlüssel. It is Retrieve. pointless. Sinnlos? Eine Uhr? An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Mhm. Das Portemonnaie. Nothing appears to be missing from this wallet. Scheint nicht zu fehlen, nein. Und was haben wir da? Ein A Siegelring. signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Mhm. Okay. Da hinten ist noch was. Was ist das denn? Ein Loch? This place is very calming. Sehr beunruhigend. Ein Kaninchenbau? Wilde Blumen? The sight is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Mhm. Gut, das haben wir untersucht. Was ist hier? The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Eine der wenigen Büsche hier in der Gegend. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Okay. Das haben wir untersucht, das haben wir auch untersucht. Was ist das? The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Wieder die grauen Zellen. So, in welcher Position war Sir Carmichael, als er ermordet wurde? Er hat eine Verletzung mit klaren Konturen. Der mit Blut beschmutzte Bereich hat eine konische Form, der sich vom Strauch entfernt. Die Leiche war noch warm. Trug einen Siegelring mit dem Wappen der Familie Carmichael, als man ihn fand. Die Leiche wurde vor einem einzigen Strauch gefunden, den es in der Landschaft gab. In welcher Position war Carmichael? So? War noch warm. Aber ich glaube, klaren Konturen. Eventuell müssen wir das austauschen? Ja. Sir Carmichael drehte Sir den... Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Gut, strengen wir sie nochmal an. Hat Sir Carmichael seinen Mörder gesehen? Nein, das denke ich nicht. Das Opfer lag mit dem Rücken zum Strauch. Das Opfer hat nur eine einzige Verletzung. Also konnte er sich nicht wehren. Niedergetretenes Gras hinter dem Strauch. So. Ist gestorben, ohne zu sehen, wer ihn geschlagen hat. Oder geschlagen, stand da. Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. Der Mörder ist ein Opportunist. Der Mord wurde sorgfältig geplant. Genau. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Diebstahl könnte das Motiv des... Nein, es ist kein Diebstahl. Es war ein sehr brutaler Mord. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed.
It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. So, gut. I had better go up to Campside. Ich gehe nach oben. Oder wir gehen nach oben. Gehen wir mal nach oben. 50 freigeschaltete Bonis, die haben wir noch gar nicht gesehen. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Er verträgt keinen Tee. Okay. It is not the right time. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Okay, was haben wir da? Schauen wir mal. Die Sekretärin. There is something elegant about her. Etwas Elegantes. Das kann man schon so sehen. Eine alte Brosche. Dezentes Make-up und She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. auch so ein Please Drachenkram. excuse me, I have to take care of Lady Clark. Okay. Wen haben wir da? Das ist It is a sollte... once-in-a-lifetime opportunity to question him. My brother's wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Das war nicht möglich. Ihn beschuldigen, Lady Clark am Sprechen zu hindern. Darauf bestehen. Sich verständnisvoll zeigen. Darauf bestehen. I insist, Mr. Clark. Please allow me to remind you that this is a murder inquiry. Unfortunately, she is much too ill. She doesn't even know her husband is dead. I'm very sorry, but I'm afraid it's out of the question. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Fragen, ob die Nacht dunkel war, nach seinem Lieblingsbuch fragen? Fragen, ob die Nacht dunkel war. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. You who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Okay, er hält Wache und wir schauen uns hier einmal um. There are some very valuable objects here. Von großem Wert. Okay, da können wir... Da, was ist das denn? Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Ein Kompass. Was haben wir hier Feines? Da liegt auch so interessante Sachen auf dem Tisch. Oder was ist das? A tiger. Ein Tiger. Was haben wir da? A dragon. Also irgend so ein Japan-Krams auf jeden Fall. Was haben wir da? Eine Schildkröte? A turtle. Eine Schildkröte.
A crane? Ein Kranich. Was haben wir hier in der Mitte? It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Genau. Was haben wir da? Ein Buch. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Was war das? I'm not going to leave now. Achso, ich werde jetzt nicht gehen. Nein. Können wir weiter hochgehen? Ach, da ist eine Uhr. Nein, bringt uns nicht weiter. Wir müssen da hinten hin, glaube ich. Halt weiter, hier ist eine Weltkarte. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Aha. Was haben wir hier? Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Ganz sicher. Die könnte aber Sir locker mit... Carmichael's collection. Aha, was haben wir hier? Ein Sir Drachen? Carmichael's collection could rival that of a major museum. The interior is richly decorated. Bemalte Holzplatte. Und der Drachen natürlich. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Ein sehr... Was haben wir hier? Uns fehlt natürlich It's locked. ein Schlüssel, das ist klar. Was haben wir da? Wir schauen uns weiter um. Ein Schlüssel, der uns interessiert. Überlegung. Ach, jetzt geht's wieder los. Ach du Schande. Turtle, the dragon, the crane and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Auf dem Tisch auf jeden Fall. Was können wir denn machen? Ach, wir können die Dinger verdrehen. Die Frage ist nur, wie verdrehen wir die Sachen? Wir drehen mal den Punkt nach oben. Das können wir nicht bewegen. Können wir ihn bewegen? Nein, auch nicht. Wir müssten... Wir müssen noch mal schauen, wie rum die gedreht sind. Oder ist das Schnurzpiepe? Oder müsste es in die Richtung? Da müsste sich ja irgendwas bewegen. Wir müssen, glaube ich, nochmal auf den Tisch gucken. Wie rum die Sachen gelegen haben. Ne, jetzt bewegt sich nichts. Da auch nicht. Und die auch nicht. Nein. Der natürlich auch nicht. Gut, nützt uns nichts. Wir müssen nochmal auf dem Tisch. Was haben wir hier? The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Alle sind im Respekt ihm zugewandt. So? Das weiß ich nicht. Der Kranich so rum. Nee, doch, es rührt sich.
Ach so, wir können das so drehen. Ach so, wir müssen die Farbe schwarz. Schwarz-Weiß. Vielleicht müssen die Farben miteinander passen. Also das wäre ziemlich schwierig, glaube ich. Ich glaube, wir drehen uns hier einen Wolf. Ich befürchte das fast. Warte mal, wo kann man das noch sehen? Was haben wir für Farben? Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Nein, nochmal hin. Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Schwarz ist unten. Also Schwarz müsste hier unten sein. Da ist Schwarz. Schwarz. Wo ist Schwarz? Da ist Schwarz. Weiß. Da ist Weiß. Da ist Weiß. Der müsste Rot darüber. So. Jetzt könnte ich ihn drehen. Und was ist passiert? Das passt doch. Hau doch hin. Oder nicht? Oder waren sie nicht zugewandt? Müssen die genau so stehen? So und das auch? Nein, das dreht sich nicht. Nein, ihm zugewandt sein. Das sind sie jetzt. Oder nicht? Gerade eben hatten wir das doch. So. Wo ist unser Fehler? Ach so. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Nicht so wie auf dem Tisch. So. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Drehen sich nicht so wie auf dem Tisch. Aber wenn wir jetzt rausgehen... Wenn wir jetzt rausgehen würden... Das können wir nicht. Oder? Nee, können wir nicht. Schade. Jetzt müssen wir die richtige... Ich weiß nicht mehr, wie war denn das? War das wirklich so gedreht? Die Frage ist... Oder waren die alle alle verkehrt rum? The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Die drehen sich nicht so wie auf dem Tisch. Ich werde da wahnsinnig. Also das war's nicht. Das haben wir das probiert schon überhaupt? I think I heard a bang. Could it be this cupboard? Mhm. This is interesting. Es ist interessant. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Es fehlt aber eine. Was haben wir hier? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, ComSci Churton, Devon. Brighton, 1935, January the 5th.
As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Sie hatte Krebs im Endstadion. Okay, nicht... Ja, sozusagen Here's scheiße. Miss Grey. Miss Grey. Okay. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Sie schaut sich die Referenzen an. Oder Referenz. Gut, Freunde, ich sehe schon wieder, die Zeit ist durchgerannt. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch dann gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Agatha Christie's The ABC Murder wieder. Bis dahin, ich sag ciao, ciao.